Mitten in der Nacht sind wir in Philadelphia losgefahren. Mittlerweile dämmert es so ein wenig. Wir kommen hier gerade in Montania an, wo der erste Mautposten ist, wo wir Maut bezahlen müssen, um dann hier auf der Straße weiter Richtung Sierra Leone zu fahren. Auf dem Weg kommen wir aber noch an einer Tankstelle vorbei und hier nutzen wir die Gunst der Stunde und machen erstmal Frühstückspause. Frühstück! Ja, schon Hunger? Ja, wir haben schon Hunger. Ja, dann werden wir mal jetzt mal essen, ne? Was gibt es Schönes? Das ist Marmelade. Ja, ja, Tomatenmarmelade. Ja. Nee? Das ist richtige Marmelade. Ah, Erdbeer. Frutilla. Was ist los? Hast du Angst vor der Kamera? Er hat Angst vor der Kamera. Nach dem Frühstück geht es dann erstmal weiter zu unserem ersten Ziel, dem Sierra Leone. So, wir sind jetzt am Sierra Leone angekommen und hier, wo ich jetzt lang gehe, sind wir letztes Jahr noch durch richtig tiefes Wasser gestapft. Ja, kann ich euch mal einblenden. Und wie man hier sieht, hier schwammen letztes Mal noch Fische. Ist ja auch ein bisschen tiefer. Und jetzt ist alles trocken. Und hier den Weg mussten wir letztes Mal zu Fuß gehen. Aber jetzt können wir hier locker mit dem Auto lang fahren, wie man sieht. Also das hier war alles unter Wasser. Hier in dem Strauch war auch noch ein Weg unter Wasser. Und hier konnten wir gerade eben mit den Füßen da, also zu Fuß lang gehen. Ja, und jetzt bequem mit dem Auto. Aber ich werde jetzt auch wieder dabei steigen. So, wir sind diesmal hier am Fuß von einem bisschen größeren Aussichtspunkt angelangt. Ich glaube, das ist der größte Aussichtspunkt hier, oder? Ja, was so zugänglich ist. Ja? Okay, alles andere wäre jetzt schwerer zugänglich. Alles andere ist schwerer. Zumindest musst du, wenn du auf dem höchsten Punkt willst rauf, ich glaube, der ist 600 Meter. Ja. Da musst du unbedingt eine Nacht inzwischen bleiben. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht wie viel, aber 13, 17 Kilometer ab. Ah, von hier aus. Von hier und aus. da muss man sich durch den Busch schlagen, oder? Durch den Busch schlagen, ja. Mit dem GPS. Das haben Leute versucht und die sind beinahe bis da gekommen, also ein paar Meter davor. Sieh. Das ist hier so der normale, was ein Weg rauf geht, wo man raufklettern kann. Also da ist noch sagt 40 Meter, ich denke, das sind aber doch 60 Meter hoch. Ja. Okay. Ja, der letzte, wo wir letztes Mal oben waren, der ist ja gar nicht so hoch. Nee, vielleicht 20, so 30 Meter vielleicht. Ne? Ja. Aber man hat ja schon eine ganz gute Aussicht da. Ne? Ja, und hier hast du noch eine bessere Aussicht. Leider nur jetzt im Winter ist nicht sehr schön. Ja, letztes Mal war viel grüner. Viel grüner war das letzte Mal. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht so gut genießen kann. Dafür kamen wir beim letzten Mal ja auch nicht bis hierhin. Nee, kamen wir nicht ganz bis hier. Jetzt war alles trocken. Jetzt war alles trocken, ja. Ich habe das gerade noch aufgenommen. Na, dann gehen wir mal los. Gehen wir mal los. Ja. Nein, noch nicht ganz. Nein. Ist ein bisschen anstrengend heute. Wie viel Grad geht es hier? Schätzungsweise. Ja, da bin ich schlecht im Schätzen, aber das ist schon eine ordentliche Steigung hier. Ja. Und auf dem Geröll? Dies ist üblich für diesen Berg hier. Überall sehen wir so einen Kugelkaktus. Überall. Ja, sehr viele hier. Sehr viele. Sehen recht schön aus. Sehen schön aus und auch ich glaub, die sind auch nicht irgendwo im Chaco. Die sind mehr nur hier zwischen den Gesteinen. Ja. Das ist schon speziell. Aber die habe ich glaube ich schon mal gesehen, ja, oder? Ja, die ja. Das ist Cactus Commun. Das ist Commun, aber die sind auch hier, glaube ich. Nur hier. Ja, die sind schön, die sind mir gerade auch schon aufgefallen. Gipfel erreicht, hier oben weht ganz schöner Wind. Aber die Aussicht ist schön. Hier sieht man was. Könnte ein bisschen grüner sein. Jetzt sind wir auf der Spitze.
Ja, ich glaube, ich blende aber lieber Videomaterial vom letzten Jahr ein. Da war das doch schon um Längen grüner, oder? Hier waren wir gar nicht. Ne, hier waren wir nicht. Wir waren ja eine Station davor. Wir ja gar nicht so weit fahren. Ja. Da hinten, da kann man den höchsten Berg sehen. Welcher ist das? Da, der oder? Dort hinten, ja. Der, ne? So geradeaus. Ja, ja, okay. Ja, den nehmen wir uns dann als nächstes Mal, fürs nächste Mal als Ziel. Die Flasche ist am rauskommen. Ja. Ja, weil das hier nicht sich so entwickelt, wie eigentlich normalerweise tut. Da erst kommt die Flasche raus. Also Da ganz unten, ja, ne? das sieht so aus. Ah, ja, ja, so sieht's aus, ne? Ja, aber der steht hier schon so viele Jahre, weil vor 10 Jahren war der schon ungefähr so groß, Edwin, ja? Wir haben ja damals hier auch ein Bild gemacht. Okay, also hier haben wir noch weniger Wasser wie bei uns in Philadelphia. Dementsprechend Nicht noch. unbedingt, aber das läuft ja alles. Ah ja, da läuft runter. Also, Also, ja nichts stehen, ja, ja. Also, Dementsprechend. hier, aber Na, wenn wir in 10 Jahren noch mal gucken, wie hoch der gewachsen ist, ja, werden wir mal festhalten. wir werden hier verrückt. In einer Stunde werden wir hier verrückt, das geht gar nicht. Ja. Also können wir jetzt hier gar keinen. Da ist auch eine Biene bei dir. Wollen wir mal ein bisschen warten. Diese kleinen Ruvitae, von diesen rede ich ja. Ja, genau. Das sind die auch den leckeren Honig haben. Ne, ich sehe schon bei dir im Gesicht. Ah, die nicht. Nee, die sind ein bisschen länger und gelber. Diese Ruvitae hat keinen Honig. Die haben keinen. Nein, ich mein mal nein, aber ich bin mir da nur so nicht so sicher. Ja. Aber wollen wir mal hier so jetzt noch ein paar Minuten warten? Ja, ich meine, Nimm du mal hast jetzt deine auch Mütze da so ab. eine große schwarze da oben an der Stirn, irgendwie so eine schwarze Fliege. Ah, das sind diese größeren Stinkfliegen, glaube ich, ne? Das sind die im Baum haben. Ja. Ah, ja. Das sind so wie die gelben, aber die sind Ja. nur schwarz. Und die So eine gelben- wie da auch schon. Warum wie die da diese so tut, das weiß ich auch nicht. Irgendwie ist sie jetzt durcheinander mit all dem. Also die suchen ja Wasser. Die Ja. haben hier so eine grausame Trockenheit. Und hier könnten wir keinen Mittag machen. Wir werden hier verrückt, ganz klar. Ja, das glaube Das ich geht auch. nicht wegen diesem Ungeziefer. Das ist hier am Cerro León immer so. Ja, gut, ich glaube, wir sind ja jetzt im Winter hier und dadurch ist ja noch ein bisschen weniger Viecher, oder? Im Sommer aber wäre es hier noch Im schlimmer. Winter, Ne? wenn es kalt ist, sind die gar nicht da. Die kommen dann, wenn die Hitze ist und Ja. weil dann so nass ist. Ja, wegen dem Wegen Schweiß. Ja, wegen dem Schweißgeruch. Ja. Das lockt die an. Ja. Genau, und wir haben ja heute 36, 37 Grad, glaube ich. Ungefähr. Ungefähr. Ja. Und dementsprechend, klar, schwitzen wir und haben Stinkfliegen. Ja. Wart mal ab, wollen wir noch ein bisschen länger warten? Wir werden noch mal ein bisschen wir können warten ja schnell und dann- reinlaufen und Klimaanlage anmachen. Okay. Das ist ja unser Glück, ja. Genau, können schnell Stell dir flüchten. mal vor, die Ajureos, die haben hier so gelebt mit all diesen Viechern. Aber ich meine mal, die haben sich mit Asche eingeschmiert Ja. und irgendwie sind die Poren dann zu. Dann schwitzt man gar nicht so. Also das hat irgendeinen Sinn hat das. Also diese Ajoreos hatten schon irgendwo die Möglichkeit, sich auch gegen die Viecher zu schützen. Meine ich mal. Ja, ja, warum nicht? Die haben ja die Erfahrung. Weil ich glaube nicht, dass man hier jetzt ohne Schutz überleben würde lange. Weil die fangen ja erst an. Wir sind ja gerade jetzt. Ja, Und da kommen Millionen. Wenn wir länger hier so stehen bleiben, da kommen Millionen. Das bin ich okay. Ich, Also deswegen, wir werden jetzt wieder aufpacken und weiterfahren dann. Ne? die Buschrobbenfahrer, die haben ja dann im Moskitero gegessen oder vor dem Kühler, wo die heiße Luft rauskam von der Buschrobbe. Ja. Da ist auch nicht so. Davor sitzen konnte man. Ja. Ja, und wenn man jetzt hier so guckt, wie viel Staub wir schon gesammelt haben, trotz dieses Schutzes, der bringt eigentlich gegen diesen feinen Staub überhaupt nichts, weil hier ist alles voll diesem Staub und im Endeffekt ist die Camionetta hier, die offen fährt, viel weniger voll Staub, weil der halt immer wieder auch raus kann. Ja? Also hier sieht man ja viel weniger Staub als unter dieser Zoon-Camionetta. Jetzt sind wir hier beim alten Wächterhaus, so relativ am Anfang vom Cerro León. Das ist mittlerweile schon ein paar Jahre verlassen, aber da ist noch nicht ganz geplündert. Das Blechdach ist ja noch zu holen. Tür ist auch noch drin. Dann werden wir mal reingehen und schauen. Ja, sieht jetzt auch nicht so einladend aus. Also sieht schon nicht so lecker aus hier. Ja, hier ist kein Jaguar. Ja, immerhin hätten wir hier eine schöne Bank zum Sitzen. Und Edwin, ist noch Wasser in der Zisterne? Nichts mehr drin. Ja, Zisterne. Ja, ist leer.
Naja, eigentlich schade um das schöne Haus. Ja, hier ist auch schon aufgebrochen. Da ist ein Waschbecken noch drin. Naja, das Klo ist jetzt auch kein Highlight mehr. Und hier der Raum, wo ich gerade schon reingefilmt habe. Hier brummt es aber auch schon ganz schön. Irgendwelche Fliegeviecher drin. Jetzt wollen wir uns hier doch noch mal die Hütte angucken. Habe ich doch noch nicht genug Quatsch erzählt. Hier hat einer seine Schrotflinte oder so ausprobiert, ja. Sehen, ob der Wächter noch mal gucken, ob der Wächter zu Hause ist. Mal gucken. Aber hier liegt keiner, ja. Ja, das Fliegengitter hat es dann auch hingerafft hier durch den Schuss. Aber die Rückwand steht noch, also beim nächsten Mal größeres Kaliber. Jetzt ist aber echt gut genug mit Scheiß erzählen. Genug Schwachsinn gequatscht und in der Gegend rumgeguckt. Jetzt geht's weiter. So langsam kommen wir hier ein bisschen in sandigere Gegend. Aber ich weiß nicht, ob das auf der Kamera jetzt so gut durchkommt hier. Es staubt ganz schön. Naja, der Andi wollte ja Erlebnisurlaub haben. Und dann wollen wir ihn noch mal fahren lassen hier. Boah. Schüttelt uns hier ganz schön durch. So, wir sind jetzt hier bei Quadro de Mayo angekommen. Wollten hier eigentlich ein Mittagessen machen. Aber das ist hier so stürmisch, dass wir jetzt doch weiterfahren werden. Weil sonst haben wir hier gleich einen Sandeintopf oder so. Das wird ja auch nicht so gut schmecken. Ja, wir werden mal weiterfahren. So, haben wir jetzt die Stelle gefunden, wo wir ein bisschen essen können. Ja, hier ist auch ein bisschen windig, aber schöner Schatten. Windig und nicht so viel Staub auf dem Weg, ja? Ja, genau. Staub, schöner Schatten. Hier holen wir mal unsere Brote vor und der Edwin wird seine Wurst vorholen. Wollen wir uns mal das Fleisch anschauen hier? Ja, den Tisch haben wir eben schön gesäubert. Ja, der Tisch der ist desinfiziert und Nicht mehr ganz so sandig. Edwin, selber geräuchert? Ja, eigene Produktion. Hier ist noch ein bisschen von die... Ja, das ist alles selbstgemachtes Fleisch hier vom Edwin. Den Edwin kennt ihr ja schon aus unserem Schlacht- und Wurst-Video oder auch aus dem Fischvideo, Fischfilettier-Video. Der ist Fachmann hier für Fleischarbeiten. Und jetzt lege ich die Kamera weg, weil ich will jetzt auch probieren. Ja? Ich bin Fachmann im Konsumieren. Der Werner ist Fachmann im Konsumieren, ja. Das hier ist jetzt Parque Nacional an beide Seiten, ja? Ja. Auf der Karte kann man das sehen, wie das so ausspitzt dahin, ja, ganz zuspitzt. Hier ist der Cerro León 5 Kilometer ab von dem Weg. Von dem Weg, ja. Ja, baut da irgendwo. Und das sind ungefähr 780.000 Hektar oder 870, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, irgendwie so habe ich auch mal gelesen. Ja, immerhin viel. Und nach da ist auch Nationalpark jetzt hier auf die andere Seite, ne? Beide Seiten, ne? Keine Entrada von Estancia sein. Ja. Wird keine Entrada sein, ne? Die ganze Zeit lang. Mhm. Einen kleinen Blick hier auf unser Essen. Wird gut zugegriffen hier. So, Kamera wieder aus. Wir sind jetzt hier an einem Friedhof, noch aus dem Chaco-Krieg. Hier ist so ein kleines Denkmal gesetzt. Da sind die Gräber. Da sind auch noch ein paar Gräber. Und da hinten sind noch so ein paar Schützengräben zu sehen. Ja, hier geht es dann zu den Schützengräben. Da kann man sehen, wo die armen Jungs dann hier in dieser grausamen Hitze aufeinander schießen mussten. Die meisten sind ja anscheinend verdurstet, so wie man hier sagt. Und naja, kann man nur froh sein, wenn man hier nicht liegen muss. Ich meine, geht ja schon damit los. Ich hätte schon gar keine Lust, hier diese Gräben bei der Hitze auszugraben. Wir sind ja jetzt hier auch noch im Winter, haben trotzdem 40 Grad heute. Wenn man sich das Ganze jetzt noch im Sommer vorstellt, wir haben ja vorhin schon am Cerro León gesehen, diese ganzen Stinkfliegen und Bienen und was da alles so kam.
Im Sommer, wenn es regnet, sind davon ja noch viel, viel mehr hier unterwegs im Busch. Und die Zecken und was da alles noch für Ungeziefer so hier im Busch ist. Und dann kommt noch dazu, dass hier alles mit Kugeln durch die Luft fliegt. Also ich glaube, das möchte keiner haben. Und dementsprechend sollte man als Soldat immer sagen, wenn man den Befehl kriegt, in den Krieg zu gehen, soll doch mal erstmal der Präsident zuerst gehen und dann das arme Volk. So, hier scheint das jetzt schon wieder zu Ende zu sein. Ist ja hier auch nur noch so zu Demonstrationszwecken wahrscheinlich. So, ich meine, ich habe nicht so viel Ahnung. Ich weiß nur, ich möchte da nicht liegen. Ja. Nee. Und auch nicht graben. Nee. Also dies ist ja hier nicht so sehr weit ab von Bolivien. Ja. Und in Gavi, glaube ich, heißt es hier. Mhm. Und hier haben die dann auch gekämpft. Aber irgendwann im Mai, 14, 15. Mai, haben die in Asunción schon den Friedensvertrag unterschrieben. Ja. Aber bis die Nachricht bis hier kam, glaube ich, dauerte das noch Tage. Oder ich weiß nicht genau, ob es vielleicht sogar im Juni war, da vorne stand. Ja, Junio stand da, glaube ich. Im Juni, dann sind die erst das Ende geworden, dass der Krieg überhaupt erklärt worden war, dass der zu Ende war. Ach so, die haben noch weiter gekämpft, obwohl schon Frieden war. Ja. Ah, je, Und dann haben sie einfach auch irgendwann aufgehört. Ja. Wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht, ob die Bolivianer sich zurückgezogen haben oder was. Naja. Die sind das erst ziemlich später eingeworden. Auf dem Weg zum Militärstützpunkt müssen wir jetzt noch einen kleinen Flusslauf überwinden. Oh, guck mal, wir haben sogar Wasser hier drin. Und dann kommen wir hier noch an so einem Monument vorbei, das sicherlich hier mit dem Chaco-Krieg in Zusammenhang steht. Ich weiß leider nicht genau, was es damit auf sich hat. Wir haben da auch aus Zeitgründen nicht angehalten, deswegen habe ich da auch keine Beschriftung oder sowas erkennen können. So, jetzt sind wir hier an so einem Stützpunkt angelangt. Hier soll es so eine Solaranlage geben und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Hier haben sie noch eine Kirche. Hier sind wir jetzt angekommen und hier haben sie jetzt ihre Solaranlage, die aktuell leider nicht funktioniert. Da ist wohl jetzt letztens irgendwas kaputt gegangen. So, hier könnt ihr auf Pause drücken und euch das übersetzen. Und wir schauen jetzt nochmal. Es sind einige Panels hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leistung die jetzt hat, haben wir auch gar nicht gefragt. Aber vielleicht hat der ein oder andere ja hier Ahnung von euch und kann das ja unten mal in die Kommentare schreiben, was so eine Anlage wohl an Leistung erbringt. Ich habe mir sagen lassen, wenn das hier bei uns im Chaco so heiß ist, arbeiten diese Anlagen wohl auch nicht optimal. Die brauchen wohl eine gewisse Betriebstemperatur. Dementsprechend ist das so eine Frage, ob das mit der Sonnenenergie dann so effizient ist hier im Chaco. Aber das ist alles nur Hörensagen, Halbwissen, gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite. Jo, deswegen schauen wir weiter. So, jetzt sind wir hier bei den ganzen Batterien hier, Umwandlern und was da alles dazugehört. So, irgendwas ist denn kaputt gegangen hier, ne? Ja, irgendwas ist kaputt gegangen und die warten darauf, dass irgendwer kommt und das repariert. Ja, aber ansonsten haben die ja noch Dieselgeneratoren. Ja. Und das hat funktioniert, ja, das hat gut funktioniert nachher. Okay, naja. Haben ja auch genug Sonne hier, ja? Wir haben genug Sonne, ja. Katze darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, die ist böse oder hat Angst. Hier sind noch ein paar Renovierungsarbeiten in Gange. Er sagte, das wird ja gerade alles so ein bisschen renoviert. Ich weiß nicht, ob ich da hinten rangezoomt kriege. Da laufen so ein paar Schweine. Also die gucken auch, dass sie hier so ein bisschen ihr eigenes Essen auf dem Hof haben, züchten. Vorhin war auch noch irgendwo so ein bisschen eine Pflanzung. Sehr interessant.
So, jetzt wird der Weg schlechter hier. Jetzt wollen wir mal sehen hier, was der Allrad so kann. Wir hatten ja vorhin schon mal hier grob reingefilmt. Jetzt können wir das ganze Ausmaß der Verstaubung hier sehen. Ja? Also schöne Grüße nach Deutschland und dem Feinstaubministerium. Ja? Wir sind hier auch gut zugestaubt. Wir vergleichen jetzt noch mal mit der offenen Camionetta. Hier ist es nur Schmutz hier oben. Genau, da ist nur Schmutz. Aber hier ist kein Staub. Blitzblank hier. Hier ist auch kein Staub. Ja, ganz bisschen, aber ja, das ist ja nicht der Rede wert. Also, die Plane ist halt nicht so optimal. Ja, wir können besser die Plane weglassen. Das Bier wird schon nicht so verstaubt sein, dass wir es nicht mehr trinken können. Frühstück ist aufgedeckt. Sieht ganz gut aus hier für mitten in der Wildnis. Besser als in manchem Hotel hier. Wir hatten vorhin schon Cocido Quemado, ist noch ein bisschen übrig geblieben. Wie man Cocido macht und alles, was es ist, das haben wir mal im anderen Video schon gezeigt. Beim Reinhard auf dem Kanal werdet ihr euch das jetzt bald in Plattdeutsch noch angucken können. Bei uns ist es in Hochdeutsch. Genau. So, was haben wir hier? Käse. Käse haben wir noch. Schön Käse, Marmelade und Arten. genau 2 Arten. Ja, Wurst vom Edwin gemacht. Ein bisschen Brot dabei. Und dann stärken wir uns jetzt für die Fahrt. Kannst du die Lagune schon sehen? Leider nicht. Sind vielleicht noch 6, 7 Kilometer ab. Ja. Und früher war es hier offen, ja, da konnten wir hier fahren. Und jetzt haben sie es zugeschlossen. Also der Eigentümer selber ist gestorben und seine Kinder haben das übernommen. Ja. Jetzt vor vielleicht 1, 2 Jahren ist er gestorben. Und die haben das wahrscheinlich zugemacht. Und ja, schade. Das ist eine große Lagune, wahrscheinlich ohne Wasser. Aber in der Regenzeit ist die überfüllt. Das sind mehrere tausend Hektar, glaube ich. Ja, ist also riesengroß. Ja, werde ich nicht zu viel sagen, ja, klar. Aber die ist riesig groß. Und das ist eine schöne Gegend, da sind auch Palmen an der Kante, so. Das ist eine sehr schöne Gegend. Hätten wir uns einen schönen Vormittag machen können, sind wir jetzt hier am Militärstützpunkt Palmar de las Islas. Das ist nur so ein ganz kleiner Stützpunkt hier. Da ganz hinten kann man den Berg San Miguel erkennen, der ist schon hinter der bolivianischen Grenze. Also hier noch 25 Kilometer weiter und dann wären wir an der bolivianischen Grenze. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich noch so weit fahren wollen. So, das Schild sagt jetzt, dass ich gerade Quatsch erzählt habe, keine 25 Kilometer mehr. Dieser Ito, dieser Grenzstein ist nur noch 16 Kilometer von hier entfernt. Jo, mal sehen, wie wir das jetzt noch weiterhin machen. Es ging dann doch nicht bis zur bolivianischen Grenze, zu dem Grenzstein, sondern wir haben unseren Weg weiter fortgesetzt und haben hier so eine alte Tankstelle gefunden. Das nutzen wir aus und machen unsere Tanks erstmal voll. Wir sind jetzt hier an einer Tankstelle angekommen oder was man so Tankstelle nennen kann. Aber ich glaube, hier ist auch keiner da. Ist keiner zu Hause, ne? Ja, ich glaube ja. Wir haben schon Siesta. Wir haben schon Siesta, genau. Auch hier eine sehr interessante Art und Weise, seinen Tank an die Dachrinne anzuschließen. Aber scheint zu funktionieren. An der anderen Seite des Daches ist dann die höher gelegte Zisterne direkt angeschlossen. So hat man dann sofort Druck auf der Wasserleitung. Naja, aber ich denke mal, die werden auch hier diesen großen Tank noch anschließen. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal wieder Zeit, ein bisschen was zu essen. Essen ist fertig. Essen ist fertig, siehst du. Jetzt werden wir ja auch noch beim Essen gestört. Unser Tisch muss ein bisschen umziehen, weil wir ja gleichzeitig auch noch ein paar Liter Diesel tanken wollen. Dann werden wir mal schauen, wie diese alte Tankstelle hier in Action aussieht. Hoffentlich fällt die Wurst nicht runter.
Und wie man hier schön sehen kann, auch mitten in der Wildnis wird auf Sauberkeit geachtet. Okay, jetzt wurde der Tankrüssel da an der Hose ein bisschen sauber gemacht. Auch ein wenig ungewöhnlich zu sehen fürs europäische Auge. Der Hahn aufgemacht unten vom großen Tank. Jetzt wird da noch die Steckverbindung überprüft. Die scheint wohl nicht so zu funktionieren. Sehr interessante Konstruktion. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Stromprobleme hier. Der Schrauber, der muss da irgendwie noch Strom kriegen, damit wir hier tanken können. Ansonsten kann er ja noch hier die Handkurbel nehmen. Ja. Ging auch noch. Ja. Ging auch noch. Hier hat er auch noch ein Stromaggregat. Aber das sieht jetzt auch nicht aus, als wäre das im besten Zustand. Da ich beim Filmen nicht verhungere. So, jetzt wird getankt. 30. Ja, der Rüssel hier ist auch nicht so ganz dicht, aber immerhin, ja, wird aufgefangen. Ist auch mal ein Erlebnis beim Essen, ne? Aber der Werner lässt das nicht stören, der lässt sich nicht ablenken, das schmeckt. Das geht aber schnell, ne? Ja. Aber waren auch nur 28 Liter oder so, ne? Der Hund hat auch ein bisschen Spaß an so unserer Wurst. Hier ist noch mehr. Komm. Hier, komm. Werner wird ihn mal füttern hier. Ja. Oh, der hat sehr viel Angst. Komm, hier. Ja, komm hier. Ja. Mal gucken, ob er sich das holen wird, wenn wir ein bisschen zurückgehen. Tu caseta es el alemán, quiere saber un poco la cosa. Vamos mal rumgehen da. Ja. Du wolltest sehen, ob da wirklich nicht Weiber drin sind. Ja. Ja, Werner, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt hier an so einer Bauhütte? Ja. Oder wie nennt ihr das? Wir sind jetzt da, wo ich immer früher im Busch gelebt habe, ja. Genau. So, das Campament sieht so aus, wie es damals auch schon ausgesehen hat. Ja, so da hinten so ein bisschen zum Essen machen, alles so ein bisschen Pause machen. Ja. Die Küche, Brennholz. Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen hier drin gucken. Wir gehen mal rein, ja. Living. Im Living. Ja. Das ist nicht so... Ist nicht so komfortabel, keine Eiere? Keine Weiber drin, ne? Das Okay. ist die Dusche. Ja. Da gehst du duschen, ja? Okay, mit so einem Eimer. Ja, mit warm Wasser rein. vorher selber machen. Ja. Und dann hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten. 6 Bette, aber man sieht ja, dass mehr oder weniger nur diese hinten, das Ja. ist so ein bisschen eine Stanteria. Ja. Aber hier schläft einer, da schläft einer, so ist ganz gut eng, ja? Ja. Aber dann, wenn es da mal so sehr kalt ist, die alle Läden zu sind, dann wärmt man sich untereinander auf. Ja, okay. Ja, aber so ist das, ja. So ist das. So habe ich viele Jahre gearbeitet. Hier vorne haben wir dann auch noch mal so ein bisschen Depositor. Ja, Depositor, da ist so viel auch Ersatzteile, noch was für die Raupe und so weiter. Ja. Ja. Die Jungs kriegen. Und die Jungs haben jetzt Eis gekriegt für noch eine Woche, ja, Ja. ungefähr. Also da kommt dann immer wieder eine Versorgungslieferung, damit Ja, die Jungs dann hier
auch. Ja, man muss ja bedenken, die arbeiten 400 Kilometer weit weg von Philadelphia, eigentlich von zu Hause. Ja, genau. Und die bleiben dann manchmal so 2 bis 3 Wochen hier im Busch, ja. Sehr interessant, ja. Ja, und das hast du 11 Jahre hast du das gemacht. Das habe ich 11 Jahre Genau, und jetzt gleich werden wir deine Arbeit nochmal ja, auf der Raupe kennenlernen. Ja, hoffentlich kann ich das noch. Hoffentlich kannst du das. Du sollst es mir ja so ein bisschen beibringen jetzt. Ja, ne? ja, mal. Was Werner und ich alles mit der Buschraupe umschmeißen, das seht ihr in einem separaten Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, damit euch das Video auch unbedingt angezeigt wird, wenn es veröffentlicht ist. Und dann machen wir erstmal weiter mit dem Reisevideo. Tiefbrunnen, ungefähr 120 Meter tief. Der Werner hat uns hier gerade schon erklärt, dass der immer arbeitet, wenn die Sonne scheint. Wir haben ja hier Solarpaneele, ja, meine Sprachfindungsstörung. Und Bienen drin? Ja, die suchen Nasses. Ja, da können wir jetzt nicht nach unten. Hier sehen wir das Solarfeld, das diesen Brunnen antreibt. Und immer wenn die Sonne scheint, pumpt das, ob die jetzt da hinten Wasser brauchen oder nicht. Und wo das ganze Wasser dann hingepumpt wird, das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Im Idealfall kommt dann hier das Wasser an. Ja, man sieht jetzt hier, das Wasserloch könnte noch mal einen verdammt guten Regen gebrauchen. Und dann wird das Wasser auch wahrscheinlich wieder mit dieser Solarzelle hier hochgepumpt in diesen Tanco Australiano, also ein australischer Tank. Also ein aufgeschütteter Hügel, wo oben drin ja, wie so eine Mulde ist halt, wo das Wasser gesammelt wird und dann hier über die Schläuche in die einzelnen Rindertröge verteilt werden kann, ohne das dann ständig pumpen zu müssen. So, ein bisschen außer Atem sind wir jetzt hier oben angekommen. Der Tank ist jetzt halt mit Plan ausgelegt, damit das Wasser halt hier nicht so versickert. Viele Tanks sind auch ohne diese Folie. Aber ist natürlich besser. Von hier oben haben wir jetzt einen super Ausblick. Da hinten ist der Sierra Leone, wo wir die Tage waren. Und dort kannst du den... Und da unten ist halt das Loch, wo das Wasser gesammelt wird. Da hinten ist noch so ein Loch und auch halt diese ganze Fläche dient dazu, Wasser zu sammeln. So. Einen schönen Sonnenuntergang werden wir nicht erleben können, dafür ist, glaube ich, ein bisschen zu bewölkt. Buschraupe fahren und Estancia besichtigen macht natürlich hungrig. Hier brennt jetzt schon das Feuer für unser Asado heute Abend. Wir haben nämlich hier extra für uns eine Ziege geschlachtet. Und der Edwin hat gerade schon da geguckt, wo die Jungs das ganze Ding am Zerlegen sind. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. No. Sí, eso. Quemar toda la noche. Mittlerweile ist genug Glut vorhanden. Die muss jetzt so unter den Grillrosten verteilt werden, dass das Fleisch nachher schön indirekt garen kann, über ein paar Stunden. Und wenn die Glut soweit verteilt ist, kann das Fleisch aufgelegt werden. Ahí está esa paleta que sobró también. Bis das Essen fertig ist, werden wir jetzt mal hier ein bisschen am Feuer sitzen. Wir haben ja einen schönen kalten Wintertag, dann lohnt sich das. Hier liegt auch schon ein bisschen was auf dem Rost. Ich denke, wir werden alle satt werden. Sieht nach einer glücklichen Ziege aus. So, Edwin ist hier wieder in seinem Element, dem Fleisch zerschneiden. Der Reinhard hilft ihm hier ein bisschen. Da sind so ein bisschen schon die Beilagen, werden auch vorbereitet. Da das Brot, das Sarah und Andi gebacken haben. Da sind wir mal gespannt, ob das schmecken wird. Naja, und das ist natürlich nicht alles Fleisch. Da liegt noch die andere Hälfte auf dem Grill.
Oh, das sind die großen Stücke. Die werden jetzt auch gleich, ja, da haben wir ein bisschen Probleme, das überhaupt hier auf den Tisch zu kriegen. Wir haben heute hier Ziege und Schaf. So, der große Tisch ist auch aufgebaut. Es ist also alles vorbereitet und ich bringe jetzt die Kamera weg, weil ich will mich gleich aufs Essen konzentrieren. Momon! Ja, ich sehe schon. Ich kriege die dort nicht im Arbeiten und hier sind die, aber guck mal, was der getan hat. Der hat Tropf. Ja, der hat mit Tropfbewässerung hier, ne? Tropf ist alles. Ist einfacher, ne? Ja. Mit Tropf haben wir das, ja? Genau. Jetzt hier im Garten von einem der Arbeiter hier von der Estancia. Hier wird dann ein bisschen Obst und Gemüse angebaut. Schöne große Manioka. Hier hat der neue gepflanzt. Und hier hat er noch so eine Maracuja-Hecke. Hier sind noch welche dran. Ah, Die müssten vielleicht auch reifer, vielleicht haben sie die auch. Ja, die müssen gelb sein. Wenn die reif sind. Gelb sind die. ja. Gelb. Ah, nee, das sind nur Blätter. Die kleine Maracuja-Hecke vorne war nur der Vorgeschmack. Hier ist eine ganze Maracuja-Decke. Also wenn man möchte und so genug Wasser hat, kann man sich hier recht gut einen kleinen Garten anbauen. Und naja, dann kann man schon ein bisschen was ernten. Aber es ist halt viel Arbeit. Wir haben ja unsere Sachen schon aufgeladen und jetzt nehmen wir hier noch einige Sachen von den Arbeitern hier von der Estancia mit. Die fahren jetzt zum Wochenende oder zum Urlaub für ein paar Tage halt in ihre Stadt zu ihren Familien, je nachdem, also irgendwo um Philadelphia rum. Und ja, damit die halt ihre Sachen auch mitkriegen, werden wir die jetzt hier auf unsere Autos noch ein bisschen aufladen und für die mitnehmen. STS. So, schön fest verzuren. Ja, ja. Hat ja ein paar Kilometer vor sich. Ja, hier ist der Puma nachgegangen. Sehr frisch ist es das. Kann man sehen, dort weiter wieder hier im Sand gegangen ist. Ja. Ja. Ja, leider haben wir keinen gesehen. Nee. Wir haben eigentlich gar keine Tiere gesehen, außer ein paar Hasen. Ja. Aber vielleicht haben wir jetzt auf dem Weg noch ein bisschen Glück. Ja, ja, letztes Mal war hier mehr Wasser drin, ne? Ja, ja, klar. Da hat der Reinhard hier uns noch Blut gespendet, damit wir die Mücken filmen können. Ja. Ja, genau. Und da war hier alles noch voll mit Wasser. Aber ich glaube, da ganz unten haben wir noch ein bisschen, sogar mit einer recht schönen grünen Farbe. Also hier könnten wir noch baden gehen. Aber letztes Jahr war das bis hierhin noch voll Wasser, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder zumindest hier. Wir werden das mal auf den alten Aufnahmen anschauen. Ist auf jeden Fall hier ein recht netter kleiner Teich. Wird hier auch EPP-Teich oder EPP-Puddel hier genannt, weil der Legende nach hat hier mal ein angeschossener EPP-Terrorist, hat sich hier noch ein paar Tage verschanzt oder so. Ja, wie das Ganze ausgegangen ist, weiß ich dann auch nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein ganz schönes Wasserloch. Müsste man mal mit der Angel ausprobieren, ob noch was beißt. So, das kommt davon, wenn man den Kopf aus dem Fenster streckt, ja? Nur weil da ein paar Rinder langlaufen. Also komme ich noch ein bisschen zu einer Sporteinheit. Kann hier ein bisschen lang joggen. Immerhin haben die Rinder brav auf mich gewartet. Wir sind jetzt hier auf unserem letzten Reiseziel angekommen.
war eine Estancia, die hier so eine riesige Lagune hat. Also eher was Besonderes hier im Chaco. Gerade weil jetzt zu der Zeit dann auch noch so viel Wasser hier vorhanden ist. Ist das schon echt was Besonderes. Aber wir haben gerade mit dem Eigentümer gesprochen. Er sagte, noch im November oder vor dem November, wo der letzte Regen kam, war das hier alles trocken. Und er hatte hier überhaupt kein Wasser. Und erst im November, als der Regen kam, lief dann hier die ganze Lagune voll. Er hatte irgendwie 150 mm Regen gehabt und dadurch lief dann hier diese ganze Lagune voll. Die ist, wenn die voll ist, 2 Meter tief. Und aktuell wird die vielleicht noch so 1,5 Meter haben. Wenn die dann am Ende zu voll gelaufen ist, dann läuft die irgendwo auch noch über in so einem Fluss. Da sind auch lauter Fische drin. Also man kann hier auch angeln. Da drüben ist auch gerade die Angel ausgeworfen. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Da versucht er gerade hier ein bisschen was zu fangen. Ist auf jeden Fall ein echt schönes Fleckchen hier, wo wir jetzt die letzte Station unserer Reise haben. Ja, leider geht die Reise jetzt schon wieder zu Ende. Damit wir gleich auf der Fahrt nicht von Fleisch fallen, werden wir jetzt hier in der schönen Atmosphäre noch ein bisschen was essen. Mit Blick auf diese schöne Lagune. Und so gestärkt sollten wir dann gleich den Heimweg antreten können. So, jetzt ist es gleich soweit. Unsere Reise geht zu Ende. Wir müssen hier gleich noch aufladen und dann noch ca. 200 Kilometer bis nach Philadelphia fahren. Es war eine sehr schöne Reise. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Und naja, wir haben nicht so viele Tiere gesehen, wie wir eigentlich sehen wollten. Aber immerhin haben wir ein paar Tiere gesehen und sind ja jetzt hier mit dieser schönen Aussicht hier für die nicht gesehenen Tiere gut entschädigt. Ich möchte natürlich im Namen aller Reiseteilnehmer auch noch mich bei allen netten Leuten bedanken, die ihre Tore geöffnet haben und uns auf ihre Ländereien gelassen haben, die uns all das erstmal ermöglicht haben. Ja, also vielen Dank an alle, die uns da so herzlich willkommen geheißen haben. Auf dem Rückweg haben wir jetzt tatsächlich noch einen schönen Ameisenbär gesehen, der sogar ein Junges auf dem Rücken hatte. Und leider ist er aber schnell im Busch verschwunden und ich kam nicht wirklich nah ran. Dann haben wir hier noch so ein paar Spuren entdeckt. Puma, Jaguar, naja, Tapir, irgendwie so was Großes hat man hier auch gerade noch. Naja, einige, die man schon gar nicht mehr erkennen kann. Auf jeden Fall hat er hier kein Wasser gefunden. Hoffentlich findet er noch ein bisschen was. Und wir werden jetzt wieder auf die Autos steigen und unsere Rückreise fortsetzen. Okay, wir werden hier jetzt einen Kamion überholen. Und ihr könnt gleich hinterher auch überholen. Vor diesem Kamion ist wieder einer, aber da kommt keiner in der Gegenrichtung. Alles klar, wir sind jetzt schon am Kamion und werden den gleich überholen. Jetzt sind wir gerade vorbei. Jetzt kommt noch Ich kann euer Licht sehen. Wir werden jetzt den nächsten überholen. Wie sieht es da vorne von dem Kamion? Ist alles frei? Vorsicht, hier vor diesem Kamion ist nichts. Könnt gerne auch überholen. Danke, wir sind jetzt gerade am Vorbeifahren. So haben die das auf der Rallye früher auch gemacht, nur dass da dann ein Hubschrauber oben flog und mit dem Orlando Penner immer geredet hat. Wow, positivo. Das ist ja interessant, mal von oben das Ganze sehen. Das macht ja auf jeden Fall Sinn, weil Also, wenn wir hier hinter so einem Kamion fahren, können wir überhaupt nichts sehen, wie jetzt zum Beispiel. Wir stehen jetzt hier vor so einer Staubwand und dadurch, dass wir jetzt das Glück haben, ein Auto vor uns zu fahren zu haben, können die uns jetzt immer sagen, falls wir überholen können oder ob ein Gegenauto oder ein Auto aus dem Gegenverkehr kommt, macht die ganze Sache sicherer. Ansonsten wäre das Überholen hier im Staub sehr gefährlich, gerade jetzt, wo es auch noch dunkel wird.
Sind jetzt hier in Philadelphia bei der NASA angekommen. Und hier werden wir jetzt diese ganzen Köfferchen, ja, oder Tüten von den Arbeitern von der Estancia abgeben. Und die werden dann halt jetzt hier für ihre freien Tage, ja, keine Ahnung wohin fahren, da wo die halt so wohnen und leben, ja. Naja, das ist jetzt hier aber wirklich die allerletzte Station. Danach geht es dann wirklich für alle Teilnehmer nach Hause. Und ich glaube, sind auch schon alle gut müde und froh, wenn wir wieder angekommen sind.